Hast du Schmerzen auf der inneren Seite vom Knie und bist unsicher, woher diese Schmerzen kommen können und was du dagegen machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern? In diesem Video erfährst du die 4 häufigste Ursachen für Schmerzen in den inneren Bereich vom Knie und ich zeige dir einen ganz wichtigen Aspekt, der unabhängig von der Ursache unbedingt beachtet werden muss, wenn du deine Schmerzen lindern willst. An erster Stelle, dieses Video ersetzt keinen Arztbesuch. Es dient lediglich zur Orientierung. Wenn du ernsthafte Beschwerden hast, solltest du als erstes zum Arzt hingehen. Aber nun zu der Ursache für Schmerzen in den Innenbereich vom Knie. Und dafür werde ich die 4er-Regel nutzen. Diesen Ansatz wird genutzt, um spezifische Untersuchungen und Diagnostik von Kniebeschwerden durchzuführen. Bei der 4er-Regelung ist es so, dass das Knie in 3 Gebiete eingeteilt wird. Einmal ein inneres Gebiet mit 4 Punkten, deswegen 4er-Regelung. Einmal ein mittleres Gebiet und einmal ein äußeres Gebiet, jeweils mit 4 Punkten. Und je nachdem, wo genau die Schmerzen sind, tendiert man eher zu einer Diagnose als zu der anderen. Wenn man das Knie ertastet, dann spürt man hier seitlich so einen Knochenvorsprung. Und in dem Bereich, hier wo man so eine Kurve hat und ein bisschen höher, so mittig, aber ein bisschen höher, wenn du jetzt halt das gestreckte Knie so nutzt, hat man hier einen Knochenvorsprung und einen ganz gezielten Punkt. Da setzt das Innenband an. Das Innenband wird häufig bei einer akuten Verletzung geschädigt, indem Kräfte von außen auf das Knie wirken. Die zweite Struktur, die Schmerzen an der inneren Seite vom Knie machen kann, ist die Plica oder die Bänder von der Kniescheibe. In dem Fall sind die Schmerzen eher ein bisschen mehr Richtung Kniescheibe hin, Richtung der Patella und eher in den oberen Bereich lokalisiert. Diese Schmerzen entstehen, weil in dem Bereich dieses Band entweder eingeklemmt wird zwischen Kniescheibe und der Oberschenkelknochen oder eine Überreizung von der Plica entsteht, wenn man das Knie sehr viel beugt und streckt, wie zum Beispiel bei einer Fahrradtour oder wenn man vermehrt in einer knienden Position verblieben ist und immer wieder hoch und runter gegangen ist, zum Beispiel bei der Gartenarbeit. Nicht selten, wenn diese beiden Strukturen die Ursache für deine Beschwerden sind, hat man dann auch ein Gefühl von Reiben und Knacken auf den oberen Bereich, zwischen den Oberschenkelknochen und die Kniescheibe. Die dritte Struktur, die Beschwerden auf der inneren Seite machen kann, ist der Ansatz von den hinteren Oberschenkelmuskeln. Diese Muskulatur oder diese Muskelgruppe, die hat dann halt einen Ansatz auf der inneren Seite vom Knie, aber unterhalb von dem Gelenkspalt. Das heißt, deine Schmerzen sind dann eher auf den unteren Bereich von dem Kniegelenk und die werden häufig ausgelöst, wenn du das Knie beugen willst. Diese Struktur ist das Persus anserinus. Und dafür habe ich auch schon ein spezifisches Video gedreht, das kannst du dir hier oben anschauen. Schmerzen vom Pes anserinus kommen häufiger beim Treppensteigen oder wenn du das Knie besonders viel beugst. Und das 4. und fast häufigste Ursache für Beschwerden, die liegen ganz genau mittig auf dem Gelenkspalt drauf. Das heißt, wenn du das Knie so ein bisschen beugst und streckst, wirst du da die Gelenklinie spüren können. Und wenn du in den Bereich so reindrückst, kann man da ganz gezielte Schmerzen auslösen. Diese Schmerzen kommen häufiger, wenn man das Meniskus, das Innenmeniskus verletzt hat oder beim Knorpelschaden, wie zum Beispiel einer Arthrose. Wenn diese Struktur die Ursache für deine Beschwerden sind, dann fühlen sich die Schmerzen häufiger tiefer ins Kniegelenk drin, können auch ein bisschen eher ausstrahlen und sich diffuser anfühlen. Und vor allem sind Drehbewegungen des Knies, wie zum Beispiel, wenn du aufrecht stehst und über das Knie deinen Rumpf rüber drehst
Oder zum Beispiel, wenn du schon im Auto einsteigen willst. Wenn du ein Bein im Auto drin hast und den Rumpf über das Bein dann halt rüber drehst. Das sind typische Bewegungen, die Schmerzen auslösen, wenn man Meniskusschaden hat. Und weißt du, was alle diese Strukturen noch mehr reizen kann und deine Schmerzen noch verstärkt? Das ist die X-Beinstellung. Jedes Mal, wo dein Knie nach innen fällt, in eine X-Beinstellung, erhöht sich die Druckbelastung zwischen die Kniescheibe und den Oberschenkelknochen, eine Zugbelastung auf der inneren Struktur vom Knie und auch ein Zug auf die Sehnen von dem inneren Bereich. Und das sorgt für eine extra Reizung. Wenn das Gewebe sowieso schon verletzt ist, ist es sinnvoll, dass man nicht noch mehr Reizung darauf packt, damit sich die Beschwerden auch vermindern können. Unabhängig von der Ursache, der Therapie der Wahl bei Knieschmerzen, Beschwerden ist immer als erstes die konservative Therapie mit Übungen. Das Ziel der Therapie ist die Muskulatur um den Knie drumherum zu stärken, damit die Belastung auf den Weichteile reduziert wird und die Schmerzen auch abnehmen können. Und eine besondere Muskelgruppe, die du unbedingt in deinen Trainingsplan mit integrieren musst, sind auch die Gesäßmuskeln. Weil genau diese Muskelgruppe dafür sorgt, dass die Innenspannung bzw. dass die X-Stellung von deinen Beinen reduziert wird. Und wenn du wissen willst, welche Übung du machen kannst, um deine Kniebeschwerden auf der inneren Seite zu lösen, dann komm mit, das zeige ich dir jetzt. Bei Kniebeschwerden kommst du nicht drum herum, deine Oberschenkelmuskel auch zu stärken. Und dafür kann so ein Gummiband extrem hilfreich sein. Wähle ein Gummiband, das eine gute Länge hat und damit machst du dann halt erstens so einen geschlossenen Kreis. Den Knoten platzierst du nun auf der hinteren Seite vom Stuhl und stellst den Stuhl tatsächlich da drauf. So, dass du jetzt halt fast auf die Höhe von deinem Sprunggelenk die Spannung schon beginnen kannst. Platziere deinen Fuß in der Schlaufe rein und einmal, wenn du drin bist, dann machst du einen 8. Das heißt, du überkreuzt das Gummiband und machst es einmal um deinen Fuß drum herum. Mit dieser Position kannst du dir sicher sein, dass das Gummiband nicht wegrutscht. Dann setzt du dich so weit wie möglich auf dem Stuhl drauf. Am besten ist es, wenn du deinen Rücken auch an der Lehne anlehnen kannst. Bleib mit dem Oberkörper gerade bzw. angelehnt an der Lehne. Als erstes ziehst du dann halt den Vorfuß zu dir nach oben, sodass die Zehenspitzen zu dir Richtung Decke zeigen. Und in dieser Position streckst du nun das Knie. Langsam wieder nach unten lassen. Der Vorteil von dieser Umgreifung vom Fuß ist, dass das Gummiband nicht wegrutscht und du bis in die volle Streckung arbeiten kannst. Versuche langsam die Bewegung durchzuführen, dass du ungefähr 2 Sekunden brauchst, bis das Knie komplett durchgestreckt ist. Bleibe oben 2 Sekunden, um dann die Bewegung langsam wieder loszulassen. Und nun zu der Wiederholungszahl bzw. zu der Serien. Wenn du die Muskel aufbauen willst, ist es wichtig, dass du auch eine sehr starke Reizung für die Muskulatur gibst. Das heißt, die Übung muss sich schon schwer anfühlen. Wenn möglich, solltest du 12 bis 15 Wiederholungen davon durchzuführen und es sollen 2 bis 3 Serien werden. Falls diese Anzahl nicht dafür reicht, dass du die Übung als schwer empfindest, kannst du die Übungen noch schwerer machen, indem du einen anderen Gummiband wählst, die einen größeren Widerstand bietet, oder du kaufst dir so Gewichtsmanschetten, die du dann an den Unterschenkel platzieren kannst. Die zweite Übung zielt jetzt weiterhin die Oberschenkelmuskel, aber auch deine Beinachse, damit du nicht mit den Knien nach innen fällst. Dafür solltest du dich an eine Wand anlehnen. Deine Füße sind ungefähr 30 bis 50 cm von der Wand entfernt. Und als erstes Schulterblätter an der Wand platzieren. Als zweites dein Gesäß. Wichtig ist, dass sowohl dein Becken als auch die Schulter die ganze Zeit an der Wand sind. Wie tief du jetzt nach unten runterkommst, ist abhängig davon, wie fit du bist. Das heißt, je gestreckter, 45, 30 Grad vom Knie, ist die Übung deutlich leichter.
als wenn du jetzt ganz tief in 90-Grad-Stellung gehen würdest. Also wähle die Position aus, indem du eine gute Anspannung von der Oberschenkelmuskulatur spürst. Deine Füße sind hüftbreit auseinander, deine Beine sind hüftbreit auseinander. Wenn du von oben nach unten schaust, wäre es ideal, dass dein Knie direkt über deinen Fuß zeigt. Deine Füße sollen auch nicht nach außen gedreht werden, sondern ganz geradeaus nach vorne zeigen. Und in dieser Position bleibst du nun für 45 Sekunden. Bleib in der Position 45 Sekunden, um dann mit den Händen von der Wand abstürzen und aus dieser Position rauszugehen für 30 Sekunden. Als nächstes wiederholst du das Gleiche und insgesamt sollen das dann 5 Wiederholungen werden. Der nächste Schritt, um diese Übung ein Tick schwerer zu machen, ist, dass du das Bein, wo du Beschwerden hast, weiter nach hinten Richtung Wand hinziehst, währenddessen die gesunde Seite nach vorne gestreckt wird. In dieser Position ist dann halt die Beanspruchung für das Bein deutlich stärker. Ebenfalls 45 Sekunden. Und weiterhin achte darauf, dass das Knie nicht nach hinten abweicht, sondern ganz bewusst das Gesäßmuskel anspannen, dass du in einer Linie bleibst, was Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüfte angeht. Für die nächste Übung geht es nun wieder um die Stärkung der Gesäßmuskel. Diese Muskelgruppe ist besonders wichtig gegen die X-Beine. Mach eine Schleife wieder mit dem Gummiband, platziere es um einen Stuhl herum. Jetzt machst du eine Schleife um dein Sprunggelenk wieder, doppelt, dein Oberkörper bleibt gerade und du spreizst das Bein von dir weg. Achte darauf, dass dein Oberkörper möglichst gerade bleibt. Du kannst auch zu mehr Stabilität das Gummiband ganz locker an einem Tischbein oder ein anderes Möbelstück, die deutlich schwerer ist. Ebenfalls hier muss die Übung sich streng anfühlen. Das heißt, du musst deinen Gesäßmuskel auch deutlich spüren. 3 Serien, 15 Wiederholungen sollen das mindestens werden. Alle Übungen solltest du immer beidseitig durchführen, wenn es jetzt halt gezielt um eine Muskelgruppe geht. Bei dieser Übung geht es nun um das Training, einmal für die Beinachse, die verletzte Seite, wo du Beschwerden hast, aber auch für die inneren Seite deiner Oberschenkelmuskulatur. Dafür brauchst du einen Wanderstock oder einen Besenstiel, irgendwas, was dir mit dem Gleichgewicht helfen kannst. Auf der anderen Seite brauchst du so einen Lappen, was du auf dem Boden machen kannst, damit dein Fuß gut über den Boden rutschen kannst. Beginne die Übung, indem du die schmerzhafte Seite als Stützpunkt nutzt. Das heißt, das Bein, das dir wehtut, das wirst du jetzt halt gerade auf dem Boden lassen und auf der Seite sollst du dann halt auch diesen Wanderstock haben oder den Besenstiel. Und jetzt versuche mal mit der gesunden Seite gestreckt zur Seite abweichen. Bleib mit dem Knie leicht gebeugt. Lass es nicht nach innen abweichen, sondern auf eine Ebene und zieh es dann die gesunde Seite wieder ran. Bei dieser Übung geht es darum, dass die Beugung in einer Ebene bleibt und gleichzeitig beim Reinziehen von der gesunden Seite, dass das verletzte Knie nicht nach innen abweicht, sondern immer in einer Ebene bleibt. Je weiter du die gesunde Seite nach außen wegstreckst, desto schwieriger ist die Übung. Man muss es nicht von vorne an ausreizen. Das heißt, geh nur so weit, wie du kannst, wie du auch die Achsen halten kannst, um dann wieder ranzukommen. 20 kleine Wiederholungen sollen das werden, bis du dann die Seite wechselst. Bei der Übung von der verletzten Seite solltest du darauf achten, dass dein Fuß die ganze Zeit nach vorne gezeigt wird. Nun gehst du mit der gesunden Seite in eine Beugung und die verletzte Seite bleibt A gestreckt vom Knie her, zweitens der Fuß zeigt die ganze Zeit nach vorne weg und zieh es dann wieder ran. Du solltest hauptsächlich an der Innenseite von den Oberschenkelmuskeln von der verletzten Seite spüren und auf der vorderen Seite der gesunden Seite spüren. 3 Serien, 20 kleine Wiederholungen sollen das hier werden. Möchtest du mehr Verantwortung für deine Gesundheit übernehmen?
selber aktiv werden, schmerzfreier werden und den Alltag mit weniger Beschwerden meistern? Dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Bleib aktiv und gesund. Die vordere Oberschenkelmuskel und auch die Gesäßmuskel sind die zweite Hauptmuskelgruppe, die du trainieren musst, wenn du Knieschmerzen hast. Diese beide zweite Übung, was ich dir jetzt zeige, die sind einmal für die hinteren Oberschenkel, aber auch für die Wademuskulatur. Die werden dir weiterhin helfen, dein Gelenk zu stabilisieren und Schmerzen zu lindern. Und dafür brauchst du jetzt wieder so ein Gummiband. Platziere deinen Fuß in der Schlaufe rein, mach erneut ein 8, indem du das so einmal umkrempelst und platziere es dann um dein Sprunggelenk drumherum. Am besten ist es, wenn du diese Übung zum Beispiel an einen Tisch drauf machst, weil du dann den Oberkörper ablehnen kannst, auf die Tischplatte drauf und dadurch deutlich effektiver und zielgerichtet die hinteren Oberschenkel und die Gesäßmuskel arbeiten kannst. Also fest an den Tischbein, einmal um den Sprunggelenk das 8 bzw. um die Ferse drumherum das 8 mit dem Gummiband, aufrechter Halt. Die beiden Beine, die müssen jetzt halt auf einer Ebene bleiben. Achte darauf, dass das Knie nicht weiter nach vorne abweicht. Ja? In diese Position solltest du nun das Knie nach oben beugen und langsam wieder nach unten lassen. Wichtig dabei ist, dass die Oberschenkel nicht nach außen abweicht, aber auch nicht nach innen in die X-Stellung fällt, sondern ganz gerade in eine Ebene, Knie beugen und langsam wieder runterlassen. Viel leichter und einfacher zu dosieren ist, wenn du diese Übung zum Beispiel mit Gewichtsmanschette machst. Dadurch, dass sie nicht verrutschen, sparen dir viel mehr Zeit bei der Ausführung und außerdem sind die auch leichter zu steigern, indem du einfach schwerere Manschetten nutzen kannst. Also wenn du das am Tisch machst, kannst du auch sehr gerne den Oberkörper an der Tischplatte ablegen, deine Beine hüftbreit auseinander und dann in die Beugung reingehen. Achte darauf, dass dein Becken stabil bleibt, beziehungsweise dass das Bein nicht nach außen und nicht nach innen in X-Beinstellung fällt. Beug das Knie nach oben, das heißt Ferse Richtung Po. Langsam oben ein bisschen bleiben und dann bremsen, wie die Bewegung wieder nach unten geht, bis du das Bein wieder auf dem Boden hast. Wie gesagt, mit dem Gewichtsmanschette ist es viel leichter zu dosieren. Und für die letzte Übung werden wir jetzt die Waden trainieren. Besonders dann, wenn du auch mit dem Fuß Beschwerden hast, wird diese Übung dir viel Schmerzlinderung bringen. Also stell dich zu einer Wand hin, lehne deine Unterarme auf eine Wand ab, bleib mit deinem Körper in einer Linie, was Schulter, Becken, Knie und Sprunggelenk angeht, fast in so eine Skispringerhaltung. In diese Position beugst du jetzt die gesunde Seite hoch, dass es gebeugt bleibt in 90 Grad und mit der verletzten Seite vom Knie her gehst du dann nach oben. Achte darauf, dass dein Fuß nicht besonders nach außen abweicht und auch nicht, dass dein Knie nach innen abweicht. Also in eine Linie nach oben und dann wieder langsam runtergehen. In eine Linie nach oben gehen und langsam wieder runter. Einbeinig solltest du mindestens 10 Wiederholungen schaffen. Ziel ist es sogar, dass du 15 hast. Und all das für 3 Serien. Bis du dann die Seite wechselst. Jetzt kommt der gesunde Bein nach unten. Das verletzte Knie wird gebeugt in 90 Grad. Hast du eine zusätzliche Aktivierung von der Oberschenkelmuskulatur. Trainierst auch da noch ein bisschen deine Muskel. Und dann langsam nach oben kommen. Achte darauf, dass das Sprunggelenk nicht zu weit nach außen wegkippt, sondern in eine Linie so weit wie möglich nach oben und kontrolliert wieder nach unten gehen kann. Dieses Übungsprogramm, wenn der 3-mal in der Woche durchgeführt wird, hat sich als sehr wirksam erwiesen für die Behandlung von Schmerzen in der inneren Seite vom Knie. Wenn du gerade damit Beschwerden hast, probier sie aus. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!